Hallo ihr Lieben, Andrea ist wieder da. Schön, dass auch du eingeschaltet hast. Und heute zeige ich dir, wie du diesen einfachen Schal mit falschem Patentmuster stricken kannst. Dieses Muster besteht aus nur rechten Maschen und einer Hebemasche. Also, das ist ein sehr anfängerfreundlicher Schal und geht super einfach zu stricken. Meinen Schal habe ich innerhalb einer Woche gestrickt und ich habe vor allem deswegen so lange dran gestrickt, weil ich mir eine bessere Kamera gekauft habe und ich habe die ganze Woche damit herumgespielt, damit du jetzt hoffentlich ein gutes Video sehen kannst. Den Schal kannst du eigentlich mit jeder beliebigen Wolle stricken, jedoch würde ich dir raten, diesmal vorher eine Maschenprobe zu machen, damit der Schal später auch so breit wird, wie du ihn haben möchtest. Für die Maschenprobe musst du einfach nur eine beliebige Maschenanzahl, die teilbar durch 4 plus 3 Maschen ist, anschlagen. Ich habe hier 27 Maschen angeschlagen. Dann habe ich ein paar Reihen hochgestrickt und jetzt kann ich abmessen, wie breit diese 27 Maschen geworden sind. Und genauso habe ich mir errechnet, dass ich mit dieser Wolle und zu meinen Stricknadeln Nummer 7 35 Maschen anschlagen muss. Also ich schlage hier mit meiner apfelgrünen Wolle 35 Maschen an. Ich mache wieder meinen Anfangsknoten, den kann ich natürlich auch anders machen. Auch heute mache ich den so. Ich mache hier wie fast immer den ganz normalen klassischen Kreuzanschlag. Wenn du noch nie einen Maschenanschlag gemacht hast, verlinke ich dir in der Videobeschreibung mein ausführliches Video dazu. Auch in der Videobeschreibung findest du, welche Wolle und welche Stricknadeln ich verwendet habe. Du findest auch alle anderen möglichen Informationen. Auch wenn ich es noch vor dem Video-Upload schaffe, eine Kaufanleitung zu machen, findest du den Link in der Videobeschreibung. Aber du wirst sehen, das Muster ist so einfach, dass dir diese Videoanleitung völlig ausreicht. Diese apfelgrüne Wolle, mit der ich jetzt übrigens stricke, ist die gleiche Wolle, wie ich für den Schal verwendet habe. Aber wie du es aus meinen Videos schon kennst, sieht man diese apfelgrüne Wolle viel besser und deswegen nehme ich für den Anfang zumindest die apfelgrüne Wolle. So, nun beginne ich mit meinem Muster. Das Muster besteht übrigens aus 2 Musterreihen. Ich stricke hier 3 Maschen rechts und dann hebe ich eine mit Faden nach vorne links ab. Und das war's, das strickst du bis zum Ende von der Reihe. Ich stricke hier eine Masche rechts, die erste ist immer etwas friemeliger zu stricken, dann eine zweite Masche rechts und eine dritte Masche rechts. Na, da habe ich ein wenig den Faden gespaltet, aber trotzdem stricke ich hier weiter. Dann hebe ich die nächste mit dem Faden nach vorne ab. Also ich gebe den Zeigefinger zu mir hin und hebe die nächste einfach nur links ab. Ja. Dann Zeigefinger wieder zurück. Und so geht das bis zum Ende von der Reihe. Wieder 3 Maschen rechts und dann wieder eine Masche links mit Faden nach vorne heben. Eine rechte, zweite rechte, dritte rechte und den Faden nach vorne und links herunterheben. Und das Zoomen machte mit dieser Kamera wirklich Spaß. Da muss ich dann nicht immer eine Minute dazwischen schauen, dass das Bild wieder scharf ist. Dann Faden nach vorne und abheben. Dann wieder 3 rechte, 1, 2 und 3. Faden nach vorne und einfach nur abheben. Und hier zum Schluss habe ich noch 3 Maschen, die stricke ich rechts und weil eben 3 übrig bleiben, ist das Muster teilbar durch 4 plus 3 Maschen. Das sind die 3. Und die eben rechts stricken. 1,
2 und eine dritte. So, das war die einfache Hinreihe und die Rückreihe geht eigentlich genauso, nur versetzen wir die Maschen. Ich stricke hier eine rechte Masche, dann hebe ich die nächste ab und dann wieder 3 rechte. Also die abgehobene wieder links mit Faden nach vorne abheben. Also eine rechte Masche, dann hebe ich die nächste einfach nur ab, wie zum Linksstricken. Und das Muster geht weiter, wie es aufgehört hat, nämlich mit 3 Maschen rechts und eine abgehobene. Du siehst, das geht wirklich super einfach und ich werde später noch was zum Muster erklären. Und wie du siehst, das Muster geht wirklich einfach zu stricken. Man muss sich fast nichts merken. Mir macht es totalen Spaß und das Ergebnis lässt sich sehen. Und weil ich gerade Zeit habe, ein kleiner Hinweis von mir. Wenn du Anfänger bist und gerne Maschen verlierst, dann zieh dir doch eine Lebenslinie bzw. Rettungslinie ein. Dann ist es nicht mehr so schlimm, wenn du die Maschen fallen lässt. Was das ist und wie das geht, das schreibe ich natürlich in die Videobeschreibung und verlinke es dir am Ende von Video auch als neues Video. Also wenn du bis zum Ende kommst und dran denkst, das ist eine wirkliche Hilfe für Anfänger. So, und hier zum Schluss haben wir noch 2 Maschen. Ich hebe die nächste ab und die allerletzte, die stricke ich rechts. Das war die zweite Reihe und diese 2 Musterreihen wiederholst du, bis dein Schal lang genug ist. Ein Schal ist mit 1,80 Meter lang genug oder mit 2,20 Meter. Das kommt immer darauf an, wie lang du deinen Schal haben möchtest. Am besten du misst das einmal mit einem anderen Schal ab, was dir am besten gefällt und so lang stricken auch. Beachte aber, wenn dein Schal länger ist als meiner, brauchst du auch mehr Wolle. Und ich erkläre dir noch ganz kurz, wie dieses Muster zustande kommt. Du strickst hier ja 3 rechte Maschen in der Hinreihe, es ist halt so. Und dann hebst du eine ab. Die abgehobene ist übrigens die rechte Masche von der Rückseite und hier die abgehobene ist die rechte von der Vorderseite. Also du hast hier eine Masche und die mittlere von den 3 rechten ist immer diese rechte Masche. Und so kannst du dir das nämlich auch immer merken. Dann kommt eine abgehobene, wenn du irgendwo einmal das Ganze weglegen musst und dann schaust du, wo bin ich denn jetzt? Hier ist die mittlere von den 3 rechten, die rechte, also gehört die rechts gestrickt und die. Auch auf der Rückseite ist das so, denn das ist das gleiche Muster hinten wie vorne. Mein Schal ist nun lang genug, der ist ungefähr 1,90 Meter lang. Ich habe noch ungefähr 1,5 Meter Restwolle und das reicht mir vollkommen zum Abketten. Und jetzt werde ich eben auch abketten. Ich befinde mich hier übrigens auf der Rückseite und würde jetzt eine Rückreihe stricken mit einer Masche rechts, ein Abheben und 3 Maschen rechts. Mit diesem Mustersatz werde ich auch weitermachen, aber ich werde dazwischen alle Maschen abketten und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Ich stricke hier jetzt also eine Masche rechts, die nächste hebe ich einfach nur eben mit Faden nach vorne ab, also wie ich das Muster stricke und dann hebe ich die erste über die zweite Masche. So. Und dann stricke ich wieder die nächste Masche rechts, hebe wieder die erste über die zweite und so geht das weiter. Also das war die erste rechte, die zweite rechte und hebe die erste über die zweite und die dritte rechte auch. Wenn dir das nicht so gefällt, also wenn du hier nicht mit dem Muster mitkommst, dann kannst du natürlich auch alle Maschen rechts stricken und abketten, also ganz normal abketten, wie man das so tut.
aber dann ist oben die Abkettkante etwas größer. Also hier die nächste drüber ziehen, das war wieder nur die abgehobene und dann wieder eine rechte stricken und drüber ziehen. Die erste rechte, die zweite rechte. Das ist etwas für Fortgeschrittene. Als Anfänger kannst du eben alle Maschen rechts stricken, da musst du eben nicht im Muster bleiben. Und die hebe ich einfach nur ab und hebe die drüber. Dann ist es oben etwas schöner als andersrum. Eine rechte drüber heben, eine zweite rechte, na, so, jetzt geht's, drüber heben, eine dritte rechte und drüber heben. Die nächste wird einfach mit Faden da vorne wieder abgehoben und ich lasse den Faden vorne und ziehe die erste über die zweite. Und dann die letzte rechts stricken und drüber heben und gleich zeige ich dir, wie die Kante ist. Wenn der Faden hier noch etwas länger ist, dann schneide ich den Faden ab. Bei mir passt es genau. Hier ziehe ich den Faden noch durch und ziehe ihn hier fest. So schaut die Abkettkante jetzt besser aus. Hätte ich alles nur rechte Maschen gestrickt, würde die Abkettkante wahrscheinlich so ungefähr ausschauen. Also da würde die obere Linie etwas breiter sein. Aber als Schal getragen fällt das nicht so wirklich auf. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Wenn ja, würde ich mich über eine Unterstützung freuen. Du kannst mich wunderbar damit unterstützen, wenn du dieses Video teilst. Entweder in einer Facebook-Gruppe oder per WhatsApp schicken oder in deinem Blog erwähnen. Also das hilft mir und meinem Kanal enorm, wenn du das machst. Oder du kannst mich gerne auch finanziell unterstützen. Als nächstes würde ich mir ein künstliches Licht kaufen, damit ich auch bei schlechtem Wetter filmen kann und damit du auch etwas siehst. Also vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank für deine Unterstützung und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, deine Andrea.